Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir versuchen heute ein Level-Up zu erreichen. Wir stehen kurz vor der 498, ja. Ich hatte noch nicht in die Zeitmaschine geguckt, was ich da noch über habe. Aber ich denke mal, das sollten wir auf jeden Fall heute schaffen. Das ist auf jeden Fall heute drin, das Level-Up. Nehmen uns hier die ersten XP mit aus dem Arena-Kampf und sind auch gleichzeitig einen Rang aufgestiegen, jetzt auf Platz 13. Ja. Weiter kommen wir jetzt erstmal nicht hoch, da sind einfach die Ehrenabstände zu enorm auf jeden Fall. Und die Gegner, die hier oben lauern, ja, eigentlich stehen wir nur zur Auswahl Papa Duff, Psycho, Sir Webster, Teufel und Smudo, und die sind alle schon deutlich stärker als ich, sag ich mal. Sieht man ja auch anhand der Ehre, des Ehrenunterschieds. Und ja, das wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen dauern. Auf Platz 13 sind wir jetzt erstmal stuck. So, vielleicht noch mit Platz 14 so ein bisschen abwechseln, aber ja. Vielleicht schaffen wir ja unser Level-Up durch einen einen Dungeon-Kampf, ja. Wir gucken uns mal an, was Samovar der Bleiche so zu bieten hat. Den hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal fast down bekommen. Aber man sieht, das heißt gar nichts. Das heißt im Prinzip gar nichts, dass wir den schon fast ein paar Mal down hatten, weil man sieht, der haut nämlich als Magier dann trotzdem noch sehr, sehr krassen Schaden raus. Ja, aber bis hier hatten wir ihn schon mal, so ungefähr. Ich war, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß nicht mehr ganz genau. Da hatten wir ihn fast besiegt bekommen, aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der nächste Gegner, an den ich jetzt erstmal so ein bisschen meine Free Tries ausprobieren werde. Einfach aus genannten Grund, weil er halt schon fast ein paar Mal down war. So, ne? Bei den... Hä? Wie Pet... Achso, habe ich mich verklickt? Hä? Achso. Bei den anderen Gegnern in den Dungeons habe ich jetzt noch nicht so viel ausprobiert. Könnte sein, dass ich noch jemanden anderes da vorlegen könnte. Aber halt einfach dadurch, dass ich ihn jetzt halt wirklich schon ein paar Mal fast wirklich besiegt hatte, bin ich da einfach ehrgeizig und bleibe da dann auch dran, ne? Ja, dass wir den dann auch dementsprechend bald besiegt haben. Ja? Heißt im Umkehrschluss, dass wir ja, wieder gut XP bekommen und wieder ein bisschen näher an der 500 dran sind auf jeden Fall. Gut, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Hier holen wir auch erstmal ein bisschen XP ab. 240 Alu, das wird, denke ich mal, reichen. Ja, die Goldgrube ist immer und zu jeder, also immer, wenn ich die abhole, ist die immer vollgelaufen. So viel Kohle, wie die mittlerweile produziert, da kommt man einfach nicht hinterher, die regelmäßig abzuholen. So, ne? Also es ist schon krass, aber ich will mich nicht beschweren auf jeden Fall. Ne? Das ist ja, das sind ja auf jeden Fall Luxusprobleme, will ich mal behaupten. Ja? Und ja, gucken wir mal weiter. Erstmal Glücksrad, bevor wir uns an die Zeitmaschine wagen. Sehr viele Items, die 2,5 Millionen geben, das ist immer ganz nett, ja. Sonst, ja, kommen hier so eine Items wie hier mit 1,25, das bringt nicht wirklich was. Ja, ich könnte auch mal was wieder in die Toilette schmeißen, vielleicht einen Edelstein. Ja, der kann hier ruhig ins Klo, das tut jetzt nicht so dermaßen weh. Wie ist eigentlich meine Klo-Aura hier? 670, ja. Also da sind wir jetzt auch schon wieder über die Hälfte und dann haben wir eine gemaxte Klo-Aura. Ja, ist auch sehr nice. Nice to have auf jeden Fall. Dann haben wir hier diesen ja, Bereich auch maxed out und können offiziell sagen, da es ja nicht mehr weitergeht, dass wir hier im Late-Game-Bereich, im Late-Game-Toilettenbereich uns befinden. Ja, und ja, ich meine, es war nur eine Stufe mehr, aber es ist ganz nice auf jeden Fall, dass wir das auch maxed out haben. Gut, und dann schauen wir mal, wir holen uns die Zeitmaschine ab, ja, skippen das mal und wir haben es erreicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast Level 498 erreicht. Ich bin schon echt, ja, ich bin schon leicht aufgeregt, muss ich sagen, und auch schon ein bisschen hyped, ja, weil jetzt so die letzten Level, jetzt kurz vor der 500, die zelebriere ich nochmal besonders, weil das ist schon... Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes, würde ich mal so sagen. So, die 499, das sieht bestimmt auch nochmal richtig heftig aus, so eine Stufe davor. Und ja, die 500, da brauche ich ja gar nicht erst von Anfang, ne? Das ist natürlich klar. So, wir haben noch 90 Alu über.
Die werden wir natürlich auch schnell mal abholen. Haben jetzt wieder einen Batzen Geld am Start. Ich weiß gar nicht, ich muss mal mein Equipment anziehen. Das mache ich jetzt einfach mal. Wir sind ja auch schon bald bei den 100.000 Intelligenz. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr nice. So, wenn ich mir ein paar mehr Intelligenzsteine reinhauen würde, dann wäre ich da auch wahrscheinlich schon. Aber der eine ist mehr als genug, denke ich mal. Als Magier ist es zwar immer gut, viel Schaden zu haben, aber ich glaube, das kompensiert nicht ganz die schwarzen Edelsteine. Also die bringen dann schon ein bisschen mehr, würde ich mal behaupten, einfach so. Ja, gut, wir haben hier soweit alles auf dem Server erstmal erledigt. Wir haben hier ein Level-Up, ja. Jetzt wieder sehr deprimierend hier am Anfang zu stehen, aber so ist das nun mal. Ja, einen Monat jetzt etwa noch warten, falls jetzt nichts dazwischen kommt. Dann müssen wir noch einen Monat uns gedulden. Ja, ein Level-Up ist immer so einen halben Monat etwa. Und ansonsten, ja, wenn jetzt ein Dungeon noch fällt, dann wird es natürlich ein bisschen früher was. Aber Stand heute so ungefähr, dann bin ich so Mitte bis Ende März 500 etwa. Also ein bisschen vorzeitig geschafft. Ich hatte ja mit April so gerechnet, aber ja, wenn es jetzt dabei bleibt, dann ist es natürlich auch sehr nice und ich freue mich natürlich auch darüber, dass es ein bisschen eher passiert. So. Gut, wir gucken doch mal so auf den Battle Mage, was wir hier so zu erledigen haben. Ich muss wirklich sagen, auf den Battle Mage, dass ja, der kommt jetzt irgendwie in so einem Bereich, der sehr, sehr anstrengend ist, sag ich mal, weil ich komme jetzt schon seit gefühlt Monaten, ich weiß nicht, ob es wirklich so lange ist, aber schon ein sehr, sehr langer Bereich oder eine sehr, sehr lange Zeit, komme ich einfach in den Dungeons keinen Zentimeter mehr voran. So, ich habe jetzt die ganze Zeit, mal gucken, den Magier nochmal hier. Ich habe die ganze Zeit schon, wir haben ja Ressourcen-Event, dann nehmen wir mal eine kleine Quest. Ich habe die ganze Zeit schon ja, alle möglichen Dungeons durchprobiert. Man kommt einfach nicht mehr wirklich voran. So Wirbelwind würde ich gerne die 500 knacken, aber da steht jetzt hier diese Bremse davor und die habe ich jetzt schon so viele Male versucht und in der Lichtwelt brauche ich gar nicht erst anfangen, da ist überhaupt kein Vorankommen. So, Dämonenportal. Ja, ist zwar immer der gleichbleibende Schaden so, ne? Aber auch hier ist es ja ziemlich deprimierend, sag ich mal. Vor allen Dingen, ja, Intelligenzgegner, ne? Ist natürlich auch sehr niederschmetternd auf jeden Fall. Und ja, es ist, ich weiß nicht. Mir macht der Battle Mage, an sich wisst ihr ja, meine Meinung über den Battle Mage ist eigentlich eine positive. Und mir macht ja auch Spaß. Nur jetzt momentan irgendwie stehe ich wirklich gerade so auf den Schlauch, was das so angeht mit dem Battle Mage. Ja, das ist nicht so, ja, weiß ich nicht. Also es kommt mir irgendwie, also Dungeon-mäßig kommt mir das so vor, als wäre ich jetzt schon im 500er-Bereich, muss ich sagen, mit dem Battle Mage, ja. Also das ist wirklich, ja, da gibt es nicht mehr so viel mit beizupflichten für die Dungeons. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auf jeden Fall auch hier weiter am Ball bleiben, weiter dranbleiben, damit wir hier auch, ja, vorankommen natürlich, ne? Egal wie hart das Leben sein sollte als Battle Mage, man darf nie aufgeben. So, man weiß nicht, wie hardcore-mäßig der nachher im Late Game, also wirklich einen richtigen Late Game durchstarten wird. Da bin ich noch sehr gespannt und möchte es auf jeden Fall rausfinden. Ist ein Ausdauerschar auf jeden Fall, haben wir ja schon des Öfteren mal festgestellt. Und für die Dungeons natürlich auch nicht unbedingt geeignet, auch das wissen wir, ja. Aber umso weiter man kommt, umso, ja, also es wird halt nicht besser, ne? Also wer nachher glaubt, der Battle Mage im Late Game, der wird nachher auch Dungeons rasieren. Ja, das wage ich mal zu bezweifeln auf jeden Fall, ne? Also das glaube ich nur nicht. Ich denke mal, der wird in der Ehrenhalle wahrscheinlich ganz gut abschneiden, so, aber wirklich mehr wird da auch nicht passieren, so. Ja, Arena Manager ist hier auch so eine Sache. Was haben wir hier? Ja, da nehme ich ja sowieso nichts mehr an, also von daher. Ich habe hier bald die 2,5 auf der Falle, aber ich hätte eigentlich schon wieder längst mal opfern sollen. Das kann ich ja jetzt nochmal schnell machen. Dann haben wir das hier auch nochmal. Ja, das lohnt sich schon. Ich habe jetzt schon ein paar Tage wieder nicht geopfert. Ich weiß, ist nicht so klug, aber ja, irgendwie der Arena Manager.
der läuft so nebenbei. Da passiert aber halt auch nicht mehr sehr viel, so großartig. Ne? Jeden Tag opfern ist mir dann auch irgendwie zu doof. Da lasse ich das dann lieber ein bisschen durchlaufen, damit ich dann ein bisschen was von den Gebäuden auch habe. So, wenn ich die dann auf 2.5 dann alle so hochgezogen habe. Die Seite kriege ich auf 2.5 ja, relativ fix hin und dann hört es nachher hier dann langsam auf. Da wird es dann schwer, das Teil auf 2.5 zu ziehen. Ich sitze ja schon ein paar Tage dran und das ist jetzt immer noch nicht auf 2.5. Also von daher sieht man halt, wie lange das dauert. So, ne? Und dann will ich nicht wissen, wie lange ich noch brauche, bis ich die Toilette eines Tages mal auf 2.5 ziehe. Das ist auch nochmal so eine Sache. Das wird sie wahrscheinlich ziemlich lange noch hinziehen, denke ich mal. Aber ist ja nicht so wild. So viele Prozente macht das ja sowieso nicht mehr aus, sag ich mal, mit einem Arena-Manager. Wir haben es ja gesehen bei den gemaxten, ja, oder komplett ausgebauten Arena-Manager. So, es war also die Prozente sind auf jeden Fall höher, das ist natürlich ganz klar. So vor allen Dingen bei der Waffe macht sich das auch bemerkbar, aber bei der Waffe macht sich das auch im Negativen bemerkbar, weil, ja, ich weiß nicht, die prozentuale Schadensspanne, sag ich mal, von Feuer, Eis und ja, was war Blitzschaden, die kann schon sehr hoch steigen, aber man kann halt auch wirklich Items bekommen, die halt auf meinem Niveau auch noch sind, so, ne? Und das, ja, also das finde ich schon ziemlich random irgendwie, so, dass das so einen krassen Unterschied haben kann, ja, also schon ziemlich erstaunlich. Aber ja, naja, ich bekomme mit meinen Sachen hier, mit meinem Arena-Manager teilweise auch schon sehr gute Schadensbonis, so, die eigentlich für meinen Levelbereich noch gar nicht großartig gemacht worden sind. Ne? Aber ja, dadurch, dass das so schwankt irgendwie, das ist auch bei den Edelsteinen, finde ich, ist das dasselbe. Bei mir im Bereich, bei den Edelsteinen, das schwankt ab und zu wirklich mal zwischen 50 Stats, so, ne? Und das hatte dann nichts damit zu tun, dass wir irgendjemanden aus der Gilde rausgeworfen haben oder so, sondern das ist wirklich einfach, ja, einfach von sich aus schwankt das so dermaßen. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber gut, kann man nichts gegen machen. Mir wäre es auf jeden Fall lieber, wenn das ein bisschen regulierter, gleichbleibender ist, als, ja, wie es jetzt der Fall ist, aber naja, wer bin ich schon, dass ich mich darüber beschwere. Gut, das soll es soweit gewesen sein mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.